Ein wesentlicher Vorteil von der Cloud-Nutzung ist, dass man die IT-Lösung und die Hardware-Lösung, die man benötigt, schnell, relativ unkompliziert, in kurzer Zeit direkt bestellen kann, über das Internet nutzen kann, ohne die dafür notwendigen Investitionen tätigen zu müssen. Cloud Computing ist letztlich eine Dienstleistung, bei der ich so ziemlich jede Software- oder Hardware-Lösung einfach über das Internet bestellen und nutzen kann. Relativ flexibel, on demand. Ich zahle immer nur für das, was ich benutze. Einige sprechen davon, dass es die IT-Nutzung demokratisiert. Der Grund ist, zuvor war es immer notwendig, dass Unternehmen hohe Investitionen, je nachdem, was sie machen wollten, tätigen mussten, auch kleine Unternehmen. Und das hat einige davon abgehalten, diese Investitionen zu tätigen, weil sie sie schlicht nicht finanzieren konnten. Jetzt können sie, was immer sie an Softwarelösungen benötigen, aber einfach für einen kurzen Zeitraum zum Teil über das Internet benutzen und buchen. Und damit sind sie letztlich auf einem ähnlichen Spielfeld wie die großen Unternehmen. Und deswegen sprechen einige davon, dass es eine Demokratisierung der IT-Nutzung ist. Ursprünglich ist die Wissenschaft davon ausgegangen, dass vor allen Dingen kleine Unternehmen relativ schnell auf die Nutzung von Cloud Computing umstellen, aufgrund der Vorteile, die damit einhergehen, der leichten Nutzbarkeit, der Skalierbarkeit. Tatsächlich ist es aber so, dass vor allen Dingen große Unternehmen relativ schnell umgestellt haben. Die Nutzung von Cloud Computing über die europäischen Länder hinweg ist relativ groß, die Unterschiede. Das heißt, wir haben so die Klassiker, die skandinavischen Länder oder skandinavisch geprägten Länder wie in Finnland oder Estland, wo mittlerweile 3/4 und mehr der Unternehmen Cloud Computing nutzen. Dann gibt es so das Mittelfeld, das europäische, da ist auch Deutschland. Die letzten Zahlen, die wir da haben, waren von 2021, da sind wir bei 42% der Unternehmen. Und dann gibt es Länder, zum Teil vor allen Dingen in Osteuropa, wo weniger als 1/3 der Unternehmen bis jetzt Cloud Computing nutzen. Wir finden in unseren Analysen einen statistisch signifikanten Effekt der Nutzung von Cloud Computing auf die Arbeitsproduktivität. Das heißt, Cloud Computing ist positiv assoziiert mit einer höheren Arbeitsproduktivität. Es gibt einige Befürchtungen, warum Unternehmen sich bisher nicht für die Cloud entschieden haben. Das ist zum einen, die Daten liegen irgendwo. Das wissen Unternehmen nur begrenzt. Die können vor allen Dingen auch in Ländern liegen, in denen die Regierungen dann Gesetze haben, die den Zugang zu diesen Daten ermöglichen. Dann gibt es die Befürchtung, dass die Cloud-Lösungen nicht so gut zu dieser gewachsenen IT-Struktur passen. Und der dritte Aspekt sind tatsächlich auch rechtliche Bedenken. Es gibt relativ hohe Datenschutzanforderungen. Am Ende des Tages ist Cloud Computing, und das zeigen die skandinavischen Länder in Europa, problemlos möglich, auch für die Masse der Unternehmen. Das ist also vor allen Dingen eine Unternehmensentscheidung. Und der Staat sollte unserer Meinung nach jetzt nicht unbedingt noch ein zusätzliches Subventionsprogramm oder sowas auflegen. Was der Staat allerdings machen kann, ist, er kann die Infrastruktur zur Verfügung stellen, so wie er es bei Straßen oder Strom auch tut. Und da gibt es eben noch einiges zu tun in Deutschland. Da ist vieles besser geworden mit der Breitbandinfrastruktur, aber sie muss halt überall und leistungsfähig vorhanden sein. Und hier könnte der Staat weiter nachhelfen und die Breitbandinfrastruktur in Deutschland weiter ausbauen.